Welche Abziehtechniken benutzen die Profis und wie schaffst du es bereits am ersten Tag effizient, effektiv und professionell Fenster abzuziehen, damit du möglichst viel Zeit sparst? Du siehst jetzt gleich 3 maßgebliche Techniken, wobei 2 sehr einfach sind, eine etwas fortgeschrittener und gerade mit den ersten beiden schaffst du es bereits am ersten Tag, einen sehr guten Eindruck beim Kunden zu hinterlassen. Dazu gibt es direkt mal den ersten Tipp. Und zwar, du nimmst deinen Einwäscher, kommst du bitte einmal näher. Der Einwäscher der ist jetzt vorbereitet nass und dann bringst du das Reinigungsmittel drauf. Und du siehst, das ist jetzt nicht so unglaublich viel, es ist auch nicht unglaublich wenig. Grundsätzlich nimm aber schon lieber ein bisschen mehr als zu wenig, damit dein Abzieher im Anschluss perfekt über das Glas gleitet. Jetzt ist das perfekt eingewaschen. Man sieht das daran, dass hier überall Reinigungsmittel ist. Wenn ich jetzt den Abzieher hier dran halte, sehe ich, dort vorne endet er. Wenn ich den nachher hier dran halte und abziehe, sehe ich, er geht also über diese Linie. Du setzt den Abzieher an in der Ecke und ziehst den leicht schräg herunter. Und jetzt kommt der Clou, du kannst jetzt vom Prinzip her setzt du den Abzieher oben an, du stichst in den trockenen Bereich. Hier ist der trockene Bereich, hier ist der nasse Bereich. Das heißt, wir setzen den Abzieher an, stechen in den trockenen Bereich und ziehen wieder runter. Dabei können wir unseren Einwäscher einfach hier drunter halten. Das gleiche gilt natürlich auch von links nach rechts oder von rechts nach links. Und zwar einmal einen Streifen ziehen, dann auch hier wieder. Der Abzieher sticht ins Trockene, also leicht schräg ins Trockene. Dann läuft das Wasser perfekt unten ab und du hast keinen Streifen. Das war jetzt im Grunde deine erste Abziehtechnik, bestehend aus 2 Varianten. Das Einzige, was du bei dieser Technik bedenken musst, ist, du musst immer ins Trockene stechen. Jetzt schauen wir uns die zweite relativ einfache Technik an. Und zwar ist das ein umgekehrtes L. Und jetzt führen wir den Abzieher oben in die Ecke, führen ihn in die andere Ecke und ziehen ihn komplett runter, dass wir quasi ein L bilden. Es ist ein zusätzlicher Schritt, und zwar das Umkehren. Und bei Anfängern ist es sehr häufig genau das, was Probleme bereitet. Deswegen ist die erste Methode die Methode, die du wählst, wenn du das erste Mal beim Kunden bist und professionell auftreten möchtest. Diese Methode wirst du aber immer wieder mit einbauen, um zu üben. Jetzt haben wir einen riesigen Vorteil. Und zwar sind über 50% des Glases schon abgedeckt und abgezogen. Das Einzige, was du jetzt noch machen musst, ist, du setzt den Abzieher wieder hier unten an, führst ihn oben in die Ecke, allerdings nicht da oben in diese Ecke, sondern in die Ecke des Wasserstreifens. Drehst hier wieder ein, kommst zurück und ziehst das Ganze wieder gerade runter. Jetzt kommen wir zur dritten Abziehtechnik und das ist die bei weitem professionellste von denen, die ich dir heute mit auf den Weg geben möchte. Diese Technik nennt sich Fanning. Fanning bedeutet so viel wie streichen. Und zwar geht es darum, dass du von einer Seite zur anderen Seite streichst. Hierzu führst du deinen Abzieher wieder oben in die Ecke. Und dann gehst du halb schräg in die andere Seite, bis in die Ecke rein. Jetzt kommt der Clou. Du möchtest so landen mit dem Abzieher, dass du am Ende wieder so abziehst und halb schräg von links nach rechts ziehst. Ja, das ist quasi immer das, was du jetzt gleich möchtest. Du möchtest immer halb schräg von links nach rechts abziehen. Das ist einfach schlecht hier. Also so kann ja niemand auf dieser Welt arbeiten wollen. Nicht mal meine Mama zu Hause, deine Oma zu Hause, selbst die würden so nicht arbeiten wollen und die haben mit professioneller Fensterreinigung ja wohl gar nichts am Hut. Wie schaffen wir es, dass wir das verhindern? Wir führen den Abzieher oben in die Ecke, ziehen den ganz leicht in die andere Ecke und jetzt ziehen wir dieses Ende nach hier unten. Wir ziehen dieses Ende runter, dieses Ende bleibt über der Wasserlinie. So. Okay? Und dann können wir halb schräg rüberziehen. Und die eine Ecke sticht wieder ins Trockene. Jetzt sind wir in dieser Position und wir machen genau das Gleiche. Diese Ecke, die oben ist, ziehen wir runter und bleiben mit dieser Ecke über der Wasserlinie. Sprich,
So. Und ziehen wieder halb schräg rüber. Und das wiederholen wir jetzt. Und das nennt sich Fanning. Jetzt zeige ich dir noch einmal kurz, wie man das nicht macht. Rüberziehen, soweit in Ordnung. Der Nummer 1 Fehler, der Anfänger passiert. Dieses Ende wird häufig unter die Wasserlinie geführt. Dann sieht das so aus. Ich mache das jetzt einfach 2-3 Mal. Und nochmal. So, was haben wir jetzt hier? Spots. Da ist der erste Spot. Da ist der zweite Spot. Da ist der dritte Spot. Gerade am Anfang, wenn dir das passiert, dann machst du nichts. Mach einfach weiter. Zieh weiter deine Technik durch. Versuch sauber zu arbeiten. Und lass es so, wie es ist. Okay? Du machst dann dein Fenster fertig. Und am Ende gehst du mit deinem Poliertuch über diese Stellen. Und polierst die einfach nach. Machst sie einmal vernünftig trocken. Jetzt kennst du die 3 Abziehtechniken, die du unbedingt beherrschen musst. Und vor allem die erste, die du sofort anwenden kannst. Viel Spaß beim Fensterreinigen und denk immer dran, du willst heute professioneller auftreten und professioneller sein, als du es gestern warst.